Frau Mattes, Sie machten nach dem Tod Ihres Nachbarns eine Beobachtung, die nur als Nachtodkontakt erklärbar ist. Können Sie schildern, was Sie da erlebt haben? Ja, gerne. Also, das war im Oktober 2022. Wir sind hier in einer Kleinstadt in Nordbayern. Und in dieser Kleinstadt habe ich viele Jahre ein Ladengeschäft geführt in der Innenstadt. Und direkt neben dem Ladengeschäft ist ein Imbiss. Ich habe dieses Ladengeschäft 4 Jahre lang betrieben. Und das heißt, ich habe auch täglich die Nachbarn gesehen von dem Imbiss und ich war da jeden Tag zum Essen, auch weil das Essen da sehr gut war. Und das heißt, ich habe die Belegschaft dort gut gekannt. Der Imbiss, der ist familiengeführt. Das ist eine Familie aus dem Ausland, die den betreibt, schon viele Jahre hier. Und da ist sozusagen der Chef, der Eigentümer, das ist ein älterer Herr, so um die 73 Jahre. Und seine erwachsenen Kinder, die arbeiten da auch. Ja, das sind Söhne und Töchter, die dort arbeiten und dann noch weitere Belegschaft. So, also ich kenne diese Leute sehr gut und an dem besagten Samstag im Oktober bin ich zu meiner Arbeitsstätte gelaufen und das war noch der letzte sonnige Tag im Oktober. Es ist so, dass der Nachbar, der Chef von dem Imbiss, das ist wie gesagt ein älterer Herr gewesen, der immer sehr viel Wert auf sein Äußeres gelegt hat. Das heißt, er war immer schick angezogen, hatte immer ein Jackett an, so eine Anzughose, dann so Herrenschuhe und hat immer nach einem schweren Parfüm gerochen. Und aufgrund seines Alters hat er seine Haare auch schon immer schwarz gefärbt und sein Schnurrbart und hat er sehr viel Wert auf sein Äußeres gelegt. Und er ist auch ein, wie gesagt, Ausländer gewesen, hat relativ schlecht Deutsch gesprochen, war auch sehr launisch. Das heißt, mal war er gut gelaunt, mal schlecht gelaunt. Man wusste nie, woran man ist bei ihm. Und mal, wenn wir uns über den Weg gelaufen sind, haben wir entweder mal kurz gesprochen oder nicht gesprochen. So, gut, also ich laufe ganz einfach an diesem Tag in Richtung zu meinem Ladengeschäft. Letzter sonniger Tag im Oktober und ich laufe die Straße entlang, die macht da so eine Kurve an dieser Stelle. Und ich war sehr mit mir selber beschäftigt in dem Moment, weil ich um 13 Uhr einen Beratungstermin hatte mit einem Neukunden und es war 12:45 Uhr, das heißt, ich hatte noch genau 15 Minuten, um zu meinem Ladengeschäft zu kommen, mich dort umzuziehen, den Laden vorzubereiten. Und weil ich noch nichts gegessen hatte, war es wichtig, dass ich noch irgendwas esse, damit ich Energie habe für das Kundengespräch. So, also bin ich da gelaufen, Blick zu Boden und war mit mir, wie gesagt, selber beschäftigt und laufe mit meinem Rucksack und so, wo ich meine Sachen drin habe und komme so um die Kurve rum. Und als ich um die Kurve rumkam, habe ich den Kopf so gehoben, habe gerade ausgeschaut und habe da in einer Entfernung von 15 Meter habe ich mal diesen Nachbarn gesehen, also den älteren Herr, wie er vor der Fassade des Hauses stand, mit dem Rücken zur Fassade, hatte die Hände sozusagen so vor sich und hat so gerade ausgeschaut, so wie so, wenn man in die Sonne blinzelt oder wie wenn man in die Wolken schaut, so. Ich habe ihn, wie gesagt, so 1-2 Sekunden lang angeschaut im Laufen. Mir ist da aufgefallen, dass er besonders schick angezogen war. Es ist so, er trug ein weinrotes Jackett aus Leder, aus einem glänzenden Leder und das hat sogar noch in der Sonne so ein bisschen geglänzt und hatte dazu eine beige Hose an und noch beige Schuhe und hatte hier noch irgendwie so ein Taschentuch raushängen, also der war besonders herausgeputzt. So. Und weshalb ich das erwähne, ist, dass ich in dem Moment keine Zeit hatte für ein Gespräch mit ihm, weil ich ja sofort meinen Termin gleich hatte. Das heißt, ich war total unter Druck und habe gedacht, so hoffentlich sieht er mich nicht, weil ich habe jetzt keinen Bock, vollgelabert zu werden, weil ich keine Zeit habe. Also nicht so wegen Unhöflichkeit, sondern ich hatte gerade keine Zeit für ihn. Der ist Rentner, ja, das heißt, er hat alle Zeit der Welt.
Ja, gut. Und gut, und 1, 2 Sekunden fixiert, wieder Blick zu Boden, bin weitergelaufen. Und wie gesagt, das waren 15 Meter, da war ich kurz vorm Geschäft und mit jedem Schritt habe ich mir überlegt, okay, gehe ich zuerst in den Laden und ziehe mich um, damit er mich nicht sieht, oder gehe ich jetzt schnell in den Imbiss und esse noch was, aber gehe das Risiko ein, dass ich ihm in die Arme laufe, er mich voll labert und ich ganz einfach wichtige Zeit verliere. Gut, dann habe ich sozusagen mich dafür entschieden, in den Imbiss zu gehen. Und als sozusagen dann ein Abstand war von 5 Meter, habe ich wieder den Kopf gehoben und habe gesehen, dass er in dem Moment sich seitlich weggedreht hat. Er ist ein paar Schritte gegangen, hat sich sein Jackett so nach hinten geworfen und hat sich sozusagen am Gürtel die Hose gefasst und hat sie hochgezogen. Das ist so eine Bewegung, die war ganz normal bei ihm, ja, dass er sich immer mal so dann aufgestanden ist, die Hose hochgezogen hat. Wie gesagt, er dreht sich um, schmeißt das Jackett nach hinten und schlurft zur Eingangstür vom Laden. In dem Moment kamen 2 Passanten entgegen, die sozusagen abgebogen sind, auch in diesen Imbiss reingegangen sind. Das heißt, die sind zuerst reingegangen, er hat kurz gewartet, die sind reingegangen und als die Tür offen war, hat er noch die Hand an die Tür und ist reingegangen in sein eigenes Ladengeschäft. Wie gesagt, das geht alles so, es ist eine Sache von ein paar Sekunden. Ich war dann schon 2 Meter von dem Ladengeschäft, von dem Imbiss entfernt, bieg ab, gehe in den Laden rein, mit der Erwartung, dass ich ihm jetzt so oder so in die Arme laufe und ganz einfach dieses vollgelabert werden riskiere. Ich komme rein, der Laden ist brechend voll mit Gästen, es war ja Mittagszeit und er ist nicht da. Und ich war erstmal völlig verdutzt, weil ich mir dachte, der Laden ist so voll, ich hätte ihm in die Arme laufen müssen. Und er war aber nicht da und ich völlig perplex und der Bedienstete am Tresen fragt mich, was ich möchte. Ich habe gleich meine Bestellung aufgegeben und bin wieder rausgegangen. Und ich habe mir nur gedacht, so wie der jetzt reinkam, der konnte nicht so schnell nach hinten durchlaufen, um in der Küche zu verschwinden oder so. Aber habe es dann sofort wieder nicht mehr dran gedacht, also weil ich andere Sachen im Kopf hatte. Und ich gehe dann nebenan in mein Ladengeschäft, ziehe mich um, habe den Strom angemacht, war ungefähr 3 Minuten da oder 5, bin dann wieder rüber, weil in der Zwischenzeit war mein Essen fertig. Ich komme wieder in den Imbiss rein. Die letzten Gäste von diesem Mittagsansturm sind gerade gegangen. Und ich komme da rein und auf einmal ist die Atmosphäre in dem Laden komplett anders. Und zuerst habe ich gedacht, ich habe mich irgendwie falsch verhalten, weil alles so runtergekühlt war auf einmal irgendwie. Und dann habe ich nur so mitbekommen, wie die Tochter, die dort gearbeitet hat, angefangen hat zu stammeln, so, ja, ich weiß auch nicht, woher die Pistole hat und ich wusste überhaupt nicht, was passiert ist. Und dann ein paar Sekunden später kam einer von der Belegschaft aus dem Haus wieder herunter. Die ganze Familie wohnt oberhalb dieses Imbiss, also das ganze Haus ist sozusagen in deren Besitz. Die haben da ihre Wohnungen. Und der Bedienstete kam runter und hat auf der Straße das Heulen angefangen. Und ich frage ihn so, was ist los, was ist los? Und dann hat er gesagt, Chef hat sich mit Pistole in den Kopf geschossen. Ich nehme mein Essen, gehe zu mir in den Laden, bin natürlich völlig durcheinander, beziehungsweise ich habe dann in dem Laden, habe ich dann noch sozusagen meine Hilfe angeboten, wollte nach oben gehen und da war bereits der Sohn, der war da, der hat natürlich, saß auf der Treppe, hat auch geweint. Ich habe gefragt, kann ich dir irgendwie helfen? Hat er gemeint, nein, passt schon, alles gut. Ich gehe in mein Ladengeschäft, versuche das Essen halt aufzuessen. Und habe dann halt eben noch beobachtet, wie dann irgendwie 20 Minuten später halt ein Sanitätswagen kam ohne Blaulicht, haben sich die Handschuhe angezogen, sind raufgegangen. Nach 10 Minuten kamen sie wieder runter und sind ohne Blaulicht wieder weitergefahren. Also war für mich sozusagen der Beweis dafür, okay, der ist jetzt wirklich tot. Ich habe den Laden abgesperrt, das heißt, dieser Beratungstermin, der kam nicht. Das war mir nur ganz recht so. Ich sperre den Laden ab, fahre wieder nach Hause und erzähle meiner Frau, was passiert ist. Dann bin ich sozusagen in der kommenden Woche wieder ganz normal zu meiner Arbeitsstätte gegangen.
und habe halt gesehen, dass sozusagen dass der Imbiss geschlossen war wegen Trauerfall. Da hing halt so ein Schild drin, ganz normal. Und ich gehe halt meiner Arbeit nach die ganze Woche. Und in der zweiten Woche war dann der Imbiss wieder geöffnet. Und ich dachte mir so, na logisch, bei denen muss das Geschäft weiterlaufen. Und ich habe halt noch den Rest der Woche gewartet, bis sich die Situation ein bisschen beruhigt hat und bin dann sozusagen exakt 2 Wochen später wieder in den Imbiss gegangen, um mir was zu essen zu bestellen. Und ich kam da rein und weil die natürlich alle wussten, dass ich sozusagen während dieses Moments im Laden war, dass ich sozusagen Mitwisser war, habe ich mir gedacht, ich spreche das erstmal gar nicht weiter an. Und wenn jemand das mit mir besprechen möchte, dann soll er auf mich zukommen. So habe ich es auch gemacht und habe mich hingesetzt und habe gegessen. Und 20 Minuten später kam sozusagen die erwachsene Tochter, die dort arbeitet, kam auf mich zu. Und wir haben uns sozusagen in Ruhe so unterhalten, über ihren Vater unterhalten, wie er so war. Ich habe ihn ja auch sehr gut gekannt und haben uns so ein bisschen ausgetauscht, auch ein bisschen gelacht und so. Und in einem Nebensatz hat sie dann eben erwähnt, dass die Sanitäter gleich wieder abgezogen sind, weil die festgestellt haben, dass er halt eben schon lange tot ist. Die haben wohl seine Temperatur gemessen und er war schon völlig ausgekühlt und meinten, dass er schon mindestens 12 Stunden lang tot ist. Und in dem Moment war ich total perplex und schockiert und habe sie gefragt, was hatte dein Vater an? Und sie sagte zu mir, naja, zu Hause trug er halt seinen Hausanzug, so Jogginganzug oder irgendwie sowas Ähnliches. Und ansonsten, sobald er die Wohnung verlassen hat, hat er sich immer schick gemacht. Ja? Das heißt, nur zu Hause hat er so komplett andere Klamotten angezogen. Und in diesem Hausanzug, also in diesem Jogginganzug oder so, ist er halt eben vorgefunden worden. Und ich habe ihr sofort die Frage gestellt, hat dein Vater ein weinrotes Jackett aus einem glatten Leder, ja? Und sie hat gemeint, ja, mein Vater, der hat 2 Schränke voller Jacketts. Und ich habe ihr nochmal die Frage gestellt und hat sie gemeint, ja, jetzt wo du sagst, er hat tatsächlich so ein weinrotes Jackett aus einem glänzenden Leder, aber das zieht er nur ganz, ganz selten an, nur zu ganz besonderen Anlässen. Und in dem Moment war ich natürlich noch perplexer und habe zu ihr gemeint, komm, lass uns mal rausgehen auf die Straße, ich erzähle jetzt mal meine Geschichte. Und dann habe ich ihr draußen auf der Straße meine Geschichte erzählt, so was ich eben gesehen habe, und war mit der Geschichte zu Ende. Und in dem Moment reißt sie die Augen auf und sagt nur so, nein, nein, nein. Und ich so, doch, das habe ich so gesehen. Das ist wirklich die Wahrheit, was ich sage. So habe ich das gesehen. Und ich dachte mir so, scheiße, ich reiße jetzt bei ihr wieder diese Wunde auf und die glaubt, dass ich ein Spinner bin oder sozusagen jetzt hier mit irgendeiner Fantasie sozusagen sie überrumpel in dieser sensiblen Situation. Und ich habe ihr gesagt, doch, ich versichere dir, das ist das, was ich gesehen habe. Und sie hat dann zu gemeint, Matthias, ich habe ihn auch gesehen. Und ich so, wie, du hast ihn auch gesehen? Ja, ich habe ihn auch gesehen und zwar vor 6 Wochen. Da hat er natürlich noch gelebt. Und zwar ist es so gewesen, hat sie mir die Geschichte erzählt, die waren im Urlaub, Familienurlaub im Ausland, da wo sie herkommen, da besitzen die auch ein Haus. Dieses Haus hat natürlich mehrere Stockwerke, das Haus ist unbewohnt und sie ist dort mit ihrem Vater sozusagen für ein paar Wochen hingefahren, haben in dem Haus gewohnt und haben da den Urlaub verbracht. Und der Vater wollte vorzeitig abreisen, zusammen mit seiner Tochter. Und seine Tochter hat gesagt, sie möchte noch ein paar Wochen bleiben. Dann ist er eben alleine abgereist und sie ist halt eben noch 2 Wochen allein in diesem Haus geblieben. So, und sie meinte, wie gesagt, sie war ganz allein in dem Haus und sie ist dann eines Abends halt schlafen gegangen, hat sich hingelegt und mitten in der Nacht ist sie aufgewacht. Sie wusste nicht warum, aber sie ist aufgewacht und sie macht die Augen auf und hat halt sozusagen in der Dunkelheit gesehen, dass direkt vor ihrem Bett sozusagen ein Mann steht. Ja, also seitlich, sie hat ihn nur von der Seite gesehen. Und die hat es natürlich extrem mit der Angst zu tun bekommen und hat gedacht, sie träumt, aber ist dann halt natürlich schlagartig wach geworden und der Mann stand immer noch da, ja. Und sie hat natürlich wahnsinnige Angst bekommen und sie konnte aber nicht sehen, wer es ist. Sie hat nur gesehen, dass er hier aus der Schläfe halt extrem stark rausblutet.
Und wie gesagt, sie hat wahnsinnige Angst bekommen und hat dann angefangen halt zu beten. Und dann nach einer Weile ist auf einmal diese Erscheinung verschwunden. Sie hat das niemandem erzählt, nur mir halt in diesem Moment, weil ich ihr halt sozusagen meine Geschichte erzählt habe. Und auf einmal hat das, was sie damals wahrgenommen hat, wo sie keinen Sinn darin gesehen hat, auf einmal auch irgendwie einen Sinn ergeben und hat mir es sozusagen auch anvertraut. Also im Klartext, sie hat mir meine Wahrnehmung bestätigt und ich habe hier ihre Wahrnehmung bestätigt. Das Komische ist daran nur, dass ihre Wahrnehmung war noch 6 Wochen, bevor sozusagen sich der Mann das Leben genommen hat, also sich mit der Pistole in den Kopf geschossen hat. Er war ja zu diesem Zeitpunkt wieder in Deutschland und er war noch am Leben, aber sie hat diese Wahrnehmung schon gehabt. So, und so sind wir dann auseinandergegangen und dann war erstmal lange nichts. Ich bin nach Hause gefahren nach diesem Vorfall, habe meiner Frau erzählt, habe diese Geschichte erzählt. Ich habe ihr vor 2 Wochen vorher schon erzählt, dass ich sozusagen das mitbekommen habe und jetzt habe ich sozusagen ein Update gegeben, dass das, was ich sozusagen gesehen habe, im Prinzip überhaupt nicht da war, dass es eine Wahrnehmung war. Und das hat mein Weltbild komplett auf den Kopf gestellt. Und nach diesem Vorfall habe ich dann wissen wollen, was ist das, was ich gesehen habe. Es war ja keine Fantasie, ich habe ihn wirklich so gesehen, wie ich jetzt sie sehe. Und also nicht irgendwie durchsichtig oder schleierhaft, sondern wirklich ganz real. Und habe dann angefangen zu recherchieren, auch über YouTube. Und dann bin ich recht schnell über ihren Kanal gestolpert. Und da habe ich dann sehr viel mir Interviews angeschaut und habe wirklich 1 Jahr lang jeden Tag 3 bis 4 Stunden täglich ihre Videos angeschaut oder von anderen Kanälen, weil mich das Thema sehr interessiert hat und um irgendwie so eine Art Muster herauszufiltern aus den Interviews, die Leute machen. Und nach diesem Vorfall war es so, dass ich dann 6 Monate später, das war dann im Februar, bin ich auf eine berufliche Weiterbildung gefahren nach Norddeutschland. Und jetzt ist es so, dass ich damals aufgrund dieser Corona-Lockdown-Maßnahmen, ich hatte 6 Monate Arbeitsverbot, durfte kein Geld verdienen, war ich extrem pleite. Das heißt, ich habe mir gerade noch diese Weiterbildung leisten können, allerdings keine Unterkunft dort. Das bedeutet, das ist eine handwerkliche Weiterbildung. Das bedeutet, dass ich dort vor Ort kein Hotelzimmer hatte und ich eigentlich vorhatte, im Zelt zu schlafen, aber weil es noch Februar war und weil noch Schnee lag, habe ich dann die Erlaubnis bekommen, in der Werkhalle zu schlafen. Da war so ein Nebenzimmer, das ist sozusagen vollgestellt worden mit allen möglichen Kisten und Kartons und so weiter. Und ich habe da sozusagen auf dem Boden mir meine Isomatte hingelegt und da habe ich 6 Wochen lang sozusagen geschlafen. So, und das ist auch völlig in Ordnung gewesen für mich so. Und jetzt ist es so, dass ich sozusagen in diesem Gebäude war. Das ist ein altes Kasernengebäude, was umgebaut wurde, wo sozusagen unten Werkhallen sind und im 1. Stock sind sozusagen so Seminarräume, wo dann ganz einfach irgendwelche Yogakurse gemacht werden oder andere Sachen. Das heißt, tagsüber wird der erste Stock auch genutzt von Leuten, es sind halt ein paar Leute da. Aber sobald nach Feierabend ist das ganze Haus komplett leer und ganz still. Und das ist noch am Waldrand gelegen, das heißt, es ist super still dort, es ist kein Licht und man hätte wirklich jede Nadel, die runterfällt, hätte ich hören können. Und jetzt ist es so gewesen, dass ich bin nachts sehr geräuschempfindlich und seit 15 Jahren schlafe ich nachts immer nur mit Ohrenstöpseln. Ja. Und das war jetzt das erste Mal in meinem Leben, also seit 15 Jahren, dass ich wieder ohne Ohrenstöpsel schlafen konnte, ja, weil es so ruhig war. So. Und jetzt ist es so, ich habe dieses Haus gut gekannt, ich habe die Räume gut gekannt, ich war mit dem allen vertraut und ich wusste, dass ich nachts da ganz alleine bin. Und jetzt war es so, dass ich sozusagen dann eines Abends haben wir uns in einem Gruppenraum getroffen mit den anderen Mitschülern. Wir haben da immer kochen können, wir haben zu Abend gegessen und dann sozusagen bin ich noch mit einem Mitschüler dort sitzen geblieben. Es war schon 23 Uhr.
Und ich habe ihm dann sozusagen diese Geschichte anvertraut von diesem Vorfall aus Bamberg. Das, was ich eben erzählt habe, dass ich diese Wahrnehmung, die ich hatte, die habe ich ihm anvertraut. Und ich habe ihm das zu Ende erzählt. Und weil es schon spät war, haben wir uns dann sozusagen danach verabschiedet. Und ich bin sozusagen alleine in die Halle gegangen und habe mich da auf den Boden gelegt und bin dann eingeschlafen. Und weil ich dann natürlich alleine bin, ist es natürlich so, dass man dementsprechend natürlich sich so verhält, dass man sicher ist, im Sinne von, dass man hinter sich die Türen zumacht und so weiter, ja. Und dann habe ich mich hingelegt, habe geschlafen und nachts um 1 Uhr bin ich auf einmal aufgewacht, weil ich dringend pinkeln musste. Und ich bin aufgestanden, habe halt auf die Uhr geschaut, habe gesehen, es ist 1 Uhr und lief sozusagen so um die Kisten herum, habe mich gedreht so, um sozusagen auf die Tür zuzulaufen, die mein Zimmer sozusagen, die am Zimmer war, und wollte sie öffnen. In dem Moment habe ich gesehen, dass die Tür sperrangelweit offen stand, also wirklich bis zum Anschlag offen. Also nicht so, als hätte man sie vergessen, wäre noch ein bisschen offen, sondern wie komplett offen, bis zur Wand war die offen. Und ich stand da, war völlig perplex und denke mir so, wieso ist die Tür offen? Ich habe sie doch hinter mir zugemacht. Das kann doch nicht sein. Und war natürlich völlig verpennt und gehe dann sozusagen um die Ecke herum. Da war gleich die Toilette und habe halt gepinkelt und habe mir die ganze Zeit darüber nachgedacht, das kann doch nicht sein. Wieso ist diese Tür offen? Es ist doch eigentlich ein Automatismus, dass wenn man weiß, man ist alleine in einem Gebäude, man geht da schlafen, dass man automatisch die Tür hinter sich zumacht. Das ist halt so ein Instinkt, den man hat, so dieses Sicherheitsbedürfnis. Und ich gehe wieder in mein Zimmer, schließe natürlich diesmal richtig bewusst die Tür hinter mir zu, lege mich wieder hin und schlafe wieder ein. Und jetzt ist auch so, dass da diese Toilette, von der ich gesprochen habe, da stand die Tür immer offen, weil die Probleme hatten mit der Kanalisation. Und da war auch ein Bewegungsmelder drin. Das heißt im Klartext, wenn man nur an dieser geöffneten Klotür vorbeiläuft, geht automatisch das Licht an und es bleibt für 15 Minuten lang brennen. Und dann geht es von selber wieder aus. Ja, aber die Tür ist immer offen. So, ich gehe wieder sozusagen, lege mich hin, schlafe ein. Und Stunden später wache ich auf einmal, also geht das Licht bei mir im Raum an, also es ist auf jeden Fall Licht im Raum und ich bin aufgewacht. Und blinzel halt so und sehe halt, dass in dem Raum, wo ich war, da war an der Decke so ein Schild, so ein Notausgangsschild. So ein modernes aus Plexiglas, wo dann oben so ein LED reinleuchtet und das leuchtet dann so. Und dieses grüne Schild mit dem Piktogramm, wo das Männchen aus der Tür rausrennt, das leuchtet jetzt. Und es leuchtet so hell, dass ich davon aufgewacht bin. Und ich liege da, bin noch völlig verschlafen, denke mir so, okay, dieses Schild hat noch nie geleuchtet. Ich bin da schon seit 6 Wochen in diesem Haus, es hat noch nie geleuchtet. Wahrscheinlich ist es so, dass es jetzt schon 6:30 in der Früh ist und die ersten Leute aus dem Haus sind jetzt wahrscheinlich schon da. Ich habe sie wahrscheinlich nicht gehört und die sind wahrscheinlich die Treppe hochgegangen und sind schon da und haben die Sicherungen angemacht und wahrscheinlich sind sie aus Versehen auf dieses Schild, auf dieses Schalter gekommen, dass dieses Notausgangsschild leuchtet. Und ich liege da und versuche noch ein bisschen weiter zu dösen. Und weil ich gemerkt habe, ich muss schon wieder pinkeln, dachte ich mir, okay, geh pinkeln, schaue auf meine Uhr und sehe auf einmal, es ist kurz vor 3 Uhr früh. Und ich so, was? Ich dachte, es ist 7 Uhr. Ja, okay, es ist 3 Uhr früh, das ist ja komisch. Ja, na gut, dann kann ich jetzt wenigstens ein bisschen noch weiter schlafen. Stehe auf, gehe wieder sozusagen um die Kiste rum, drehe mich wieder zur Tür. Die Tür steht schon wieder sperrangelweit offen. Und ich stand da, ich habe eine Gänsehaut bekommen am ganzen Körper und dachte mir so, das kann doch gar nicht wahr sein. Ich weiß doch, ich habe sie zugemacht, ja. Und dann war es so, dass in diesem Erdgeschoss waren natürlich mehrere Notausgangsschilder, das ist so ein System. Das heißt, im Gang waren noch 2 weitere Schilder, die auch noch geleuchtet haben. Also alle Notausgangsschilder da unten haben geleuchtet. Nichts anderes, nur die Notausgangsschilder. Und ich stehe da, wie gesagt, habe eine Gänsehaut bekommen, war glockenwach in dem Moment, gehe aufs Klo, pinkel
und war natürlich völlig perplex. Gehe wieder in mein Zimmer, schließe ab, habe mich hingelegt und habe natürlich versucht, noch weiter zu dösen. So war das dann auch. Dann bin ich um 6:30 aufgestanden, bin raus zum Gruppenraum, habe dort gefrühstückt, habe natürlich davon niemandem was erzählt. Und im Laufe des Tages habe ich dann gesehen, dass dann früh um 8:30 ungefähr haben dann die Schilder aufgehört zu leuchten. Diese Beobachtung, die Sie hatten in dieser Halle, wo Sie geschlafen haben, wie erklären Sie sich das? Ich habe keine Erklärung dafür. Wäre jemand nachts reingekommen in das Haus, hätte ich es gehört, weil die Türen klappern. Derjenige hätte automatisch den Lichtschalter gedrückt, weil die Gänge natürlich dunkel sind. Das heißt, es hätte sofort überall Licht gebrannt. Wäre derjenige zu mir ins Zimmer gekommen, um sich einen Spaß zu machen, um die Tür aufzumachen, wäre automatisch das Klolicht angegangen. Aber das war ja aus. Das war immer aus. Das heißt, im Klartext hätte mir einer einen Streich gespielt, hätte die Tür ganz langsam aufgemacht, hätte sie super langsam aufmachen müssen. Und zum anderen hätte das Licht so oder so gebrannt. Das heißt, sobald die Tür offen war, hätte das ganze Licht vom Gang plus noch vom Klo zu mir reingeschienen. Ich war automatisch davon wach geworden. Also es kann niemand gewesen sein. Ja? Und die einzige Erklärung war es, dass ich gehe davon aus, dass sozusagen der Geist des Verstorbenen, von dem ich eben erzählt habe, mir ein Zeichen gegeben hat. Ich habe ja wirklich sehr lange über ihn nachgedacht und seit diesem Vorfall, den ich erzählt habe von einem halben Jahr, habe ich ihm jeden Tag die Frage gestellt, warum durfte ich dich sehen? Ich verstehe es einfach nicht. Warum durfte ich ihn sehen? Ja? Im Prinzip war er eigentlich für niemanden da, aber ich habe ihn gesehen, so wie ich sie jetzt sehe. Und es beschäftigt mich eben die Frage, warum ausgerechnet darf ich diese Erscheinung sehen? Und diese Frage habe ich ihm täglich gestellt und dann in dieser Situation, wo es wirklich so war, dass ich da ganz allein bin, dass niemand von außen das stören könnte, waren auf einmal zweimal diese Türen offen und ich gehe davon aus, dass er diese Türen geöffnet hat. Wie er sie geöffnet hat, weiß ich nicht. Also ob sie sich entmaterialisiert haben und dann wieder materialisiert haben im offenen Sinn oder ob seine Energie wirklich es schafft, die Tür halt eben zu öffnen, wie wenn man sie von Hand öffnet. Ich weiß es nicht. Aber ich gehe davon stark aus, dass es er war. Es kann niemand anders gewesen sein. Was für ein Fazit ziehen Sie aus diesen Erfahrungen, die Sie da erlebt haben? Dieser Vorfall hat mich extrem beschäftigt. Er hat mein Leben komplett verändert. Und dieser Vorfall war, glaube ich, das größte Geschenk, was ich in meinem ganzen Leben bekommen habe. Warum ist das so? Weil es eben mehr gibt. Es gibt viel mehr, aber wir nehmen es nicht wahr. Und wir haben keinen Zugang mehr dazu. Und ich habe nie danach gefragt. Etwas wahrnehmen zu wollen. Es ist mir einfach geschenkt worden. Ich weiß nicht warum. Ja, und ich habe all die Jahre davor, habe ich geglaubt, dass wenn ich von solchen Sachen gehört habe, dass es Spinnerei ist von Leuten, Einbildung und so weiter. Und im Laufe meines Lebens habe ich schon mitbekommen, ja, es gibt schon mehr als das, was wir wahrnehmen. Ich war früher mit Anfang 20, war ich knallharter Materialist im Sinne von, ich habe nur an die 3 Dimensionen geglaubt und alles andere ist Spinnerei. Und im Laufe meines Lebens ist mir klar geworden, es gibt Menschen, die sind sensibler für Dinge, die haben Wahrnehmungen. Ich bin ein sehr analytischer Mensch und ich gehe den Dingen dann gerne auf den Grund. Ich will wissen, wie so eine Sache wie funktioniert. Und es ist so gewesen, jetzt eine Nebengeschichte. 10 Jahre vor diesem Vorfall war ich in einer Lebenskrise. Ja, da ging bei mir alles den Bach runter. Und dann habe ich erfahren, dass es da eine Frau gab, wo ich gelebt habe. Das war schon eine ältere Frau, die mediale Fähigkeiten hat. Und ich bin zu der Dame hingegangen und weil ich natürlich
sie nicht kannte und wollte ich ihr natürlich Testfragen stellen, weil ich nicht einfach blauäugig da reinstolpern wollte und naiv irgendwie alles so mir erzählen lasse, was mir dieser Mensch erzählt. Und aus dem Grund habe ich mir da vorher Testfragen aufgeschrieben, die ich sozusagen in der Tasche hatte. Und ich kam da zu dieser Dame hin. Hallo, bla 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 bla. Und ich habe diese Testfragen noch in der Tasche gehabt. Und im Laufe des ersten Kennenlerngespräches hat sie mir mehr oder weniger in Nebensätzen alle Fragen beantwortet, die ich als Testfragen schon auf diesem Zettel hatte. Das heißt im Klartext, ich habe den Zettel nie rausgeholt. Und dann wusste ich sofort, okay, diese Frau hat recht. Ja, so, und dann hatten wir diese Sitzung und dann hat sie mir eben erzählt, und Fragen beantwortet, die ich gestellt habe, und hat mir halt Sachen aus meinem Leben erzählt, die sie halt garantiert nicht hätte wissen können, auch über meine Familie und so. Und nach dieser Sitzung, hat ungefähr 2 Stunden gedauert, wollte ich es dann wissen. Also im Klartext, ich habe sie gefragt, sag mal, wie machst du das? Ja, wie funktioniert das vom Technischen her? Und dann hat sie mir eben erzählt, sie selber hatte in ihrem Leben bereits 3 Nahtoderfahrungen. Und mit jeder Nahtoderfahrung ist es wohl so, dass man immer feinfühliger wird für die andere Dimension, fürs Jenseits. Und dadurch, dass sie schon 3 Stück hatte, war sie extrem feinfühlig für diese Situation, für das Jenseits, für die anderen Frequenzen. Und ich habe sie gefragt, okay, alles klar, und was ist das, was nimmst du wahr, wie siehst du das? Und dann hat sie mir erzählt, sie hat die Fähigkeit, erdgebundene Seelen zu sehen. Das heißt, so wie ich es verstanden habe, wenn wir sterben, dann verlässt unsere Seele den Körper. Sie ist allerdings noch hier in dieser Erddimension und erst nach einer Weile geht sie in andere Dimensionen über. Ja, und es gibt Menschen, die versterben und die entweder nicht akzeptieren wollen, dass sie tot sind, oder die aus irgendwelchen anderen Gründen noch in dieser erdgebundenen Frequenz sind und aus dem Grund halt noch hier sind. Und es kann sein, dass die 1 Jahr hier sind, es kann aber auch sein, dass sie 300 Jahre lang hier sind. Und ich wollte das ganz genau wissen von ihr und habe ich sie gefragt, und wie nimmst du es dann wahr? Dann hat sie gesagt, sie kann diese Seelen sehen als Menschen, genauso wie wir alle uns Menschen wahrnehmen können. Aber die Menschen, die sie sieht, die existieren für uns alle nicht mehr. Das heißt, sie sieht sozusagen die Seele als Menschen, und mal ist sie ein bisschen deutlicher zu sehen, mal ist sie transparenter zu sehen. Und sie kann sie sehen. Und ich habe sie dann gefragt, und wie sieht es dann aus? Also sind die Leute dann nackt oder so? Hat sie gemeint, nein, die sind nicht nackt. Du siehst die Leute, ich sehe die Leute ganz normal wie uns auch, und zwar in Kleidung. Und ich frage sie so, und was für Kleidung haben die denn an? Die haben immer die Kleidung an, die sie zu Lebzeiten am allerliebsten getragen haben. Ja? So. Das ist mein Rückschluss zu meiner Wahrnehmung, weshalb dieser Mann ein Jackett hatte, was er nur zu ganz besonderen Anlässen angezogen hat. Ja, das ist sozusagen mein Fazit, der Rückschluss. Und dann habe ich sie gefragt, okay, alles klar, wenn du sozusagen die Menschen siehst und die haben im Moment das an, was sie halt eben gerne getragen haben, siehst du die auch öfters? Hat sie gesagt, ja, sie sieht diese Menschen halt ab und zu, mal öfters, mal weniger. Aber es ist auch so, dass die Kleidung auch von den Menschen variieren kann. Das heißt, je nach wann sie wahrnimmt, kann es sein, dass sie halt andere Sachen anhaben, was sie damals zu Lebzeiten getragen haben. Das heißt auch im Klartext, dass wenn sie jemanden sieht, der vor 300 Jahren verstorben ist und immer noch hier ist, dann trägt er die Kleidung, die damals in der Epoche vor 300 Jahren sozusagen Mode war. Ja? Das klingt jetzt total unglaublich, nur wie gesagt, das ist sozusagen das, was sie gesagt hat. Und das ist sozusagen jetzt auch meine Erklärung dafür, was ich gesehen habe. Das bestätigt mir auch meine Wahrnehmung dessen, dass ich ihn gesehen habe mit diesem weinroten, glänzenden Lederjackett, was er nur zu ganz besonderen Anlässen angezogen hat. Was für Auswirkungen hatte diese Erfahrung auf Ihr Leben und auf Ihr Weltbild? Ich habe vor dem Tod keine Angst mehr. Ich habe natürlich keinen Bock auf Sterben. Ich will natürlich noch lange hier sein. Ich habe natürlich auch Kinder, die will ich natürlich noch großziehen. Der Tod ist eine Illusion.
im Prinzip ist es so, dass es so ist, wie wenn man von einem Radiosender in den nächsten überwechselt. Und das geht halt dann immer irgendwie weiter. Gott sei Dank, im Internet-Zeitalter gibt es mittlerweile viel Informationen dazu. Vor 20 Jahren gab es das noch alles gar nicht. Da stand jeder alleine da und war halt der Spinner. Und jetzt sozusagen gibt es Gott sei Dank solche Kanäle wie Ihren, wo man sich ausreden kann seine Erfahrungen teilen. Und aufgrund dieser vielen Erfahrungen sieht man, okay, das war keine Einbildung. Es ist tatsächlich was da und es gibt verschiedene Muster, wie sowas ablaufen kann. Und Fakt ist ganz einfach, es geht nach unserem Tod weiter und das ist sehr beruhigend. Herr Mattes, herzlichen Dank für das Gespräch.